Ich habe ihr mehr verloren, als sie lieb ist. Schließlich heiratet heute mein Sohn. Ich bin nicht dein Vater, Leonard. Was ist denn los? Hast du Lampenfieber? Oder willst du mich jetzt vielleicht nicht mehr? Nein, Jana, ich... Das ist wunderschön, nicht wahr? Genauso habe ich mir unsere Hochzeitsnacht immer vorgestellt. Mein Mann. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Nein, du bist weiß Gott nicht schwanger. Das soll auch so bleiben. Ja. Das sagen sie am Anfang alle. Aber wenn die Frauen dann erstmal Mutter sind, können sie sich nichts Schöneres vorstellen. Also ich könnte mir Besseres vorstellen. Was denn? Shoppen und poppen? Immer noch besser als Malochen und Poppen so wie du, oder? 1:1. Was denn? Du bist genauso cool wie ich. Schade nur, dass du auch so ein linkes Luder bist und ich bei dir einfach nicht weiß, wo ich dran bin. Leonard? Wo ist Leonard? Der Graf hat sich bereits zurückgezogen mit seiner Frau. Aber es ist wichtig. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Wie Sie wissen, sehen es die Herrschaften nicht so gerne, wenn Sie sich hier aufhalten. Ja, danke, dass Sie mich daran erinnern. Ich hätte es beinahe vergessen. Möchten Sie ein Glas Wasser oder etwas vom Buffet? Und die Hochzeit ist alles gut gelaufen, ohne Zwischenfälle. Jetzt sagen Sie schon. Sie können sich zurückziehen, Inga. Ich muss zu Leonard. Es ist wirklich dringend. Ich muss mit ihm sprechen. Und dich betrifft das auch. Leonard ist Adrians Sohn. Ich weiß. Dein Liebhaber hat mich während der Trauung mit dieser Neuigkeit beglückt. Ich nehme an, es war für ihn ein besonderes Vergnügen, bis zum letzten Moment damit zu warten. Es tut mir so leid. Ich hätte es euch gerne früher gesagt. Aber Was willst du wirklich hier, Nathalie? Hat Degenhardt dich geschickt? Nochmal alles Gute dir und Jana. Danke. Dass mir keine Klagen kommen. Sonst gibt's Ärger von der Schwester. Ich bin nicht dein Vater, Leonard. Dein Vater ist Adrian Degenhardt. Sarah ist nicht deine Halbschwester. du musst mir glauben, wenn ich gekonnt hätte, dann wäre ich früher gekommen. Geh bitte. Du glaubst mir nicht? Bitte lass mich zu Leonard. Ich muss es ihm sagen. Das ist eine Sache, um die sich die Familie kümmert. Du hast damit nichts mehr zu tun. Und du wirst auch kein Wort mehr darüber verlieren. Wie du möchtest. Ja. Du hast uns schon genug Schaden zugefügt. Wenn ich wenigstens einen Teil davon Du wieder... hast in deinem blinden Hass auf Ansgar
nicht nur ihm geschadet. Du hast die ganze Familie in euren Privatkrieg hineingezogen. Es tut mir leid. Komm bitte nie wieder. Auf dem Baum, da sitzt ein Auerhahn. Er sieht mich ganz schön sauer an. Sag mal, hast du ein neues Hobby? Erstens klopft man an und zweitens ist Gedichte aufsagen gut fürs Gehirn. Vom Spiegel. Ja. Das Bad ist der einzige Ort, wo man seine Ruhe haben kann. Manchmal jedenfalls. Und ihr? Ihr habt gestern Abend ganz schön gefeiert. Wollte dich Andi unter den Tisch saufen? Wir haben uns nur unterhalten. Zuerst die Hund und Katze und plötzlich die reinsten Turteltauben. Wohl eher wie Mauer und Leiter ohne Sprossen. Mhm. Naja, Andi ist die Mauer und ich bin die Leiter. Ohne Sprossen. Wenn ich nur wüsste, wie er mir vertraut. Bei Andi ist das ganz einfach. Du musst nur fair und ehrlich sein. Alles andere kannst du knicken. Toll. Fair und ehrlich. Mein leichtestes Hobby. Auch wenn er manchmal wie ein Klotz rüberkommt. Andi merkt sofort, wenn man ihm was vormacht. Da kannst du ihm eimerweise Bier einflößen. Mauer bleibt Mauer. Andi, ich habe Ansgar nur gesagt, dass ich schwanger bin, weil ich die Hütte hier wollte. Hättest du mich gleich hier wohnen lassen, wäre das doch alles kein Problem gewesen. Liebe Jana, jedenfalls möchte ich dich noch einmal herzlich willkommen heißen hier auf Königsbrunn und ich hoffe, du fühlst dich bei uns wohl. Wie soll man sich hier nicht wohlfühlen? Es ist wie im Märchen. Quack, quack. Nicht wahr sein, schon wieder diese Kröte. Er fragt sich nur, welche Rolle Ansgar in diesem Märchen zukommt. Bei Zeiten erinnert mich Ansgar gerne mal an Rumpelstilzchen. Das kann doch echt nicht sein. Degard hat den Corovan-Dealer Land gezogen. Ich dachte, der wäre längst in trockenen Tüchern. Die Verhandlungen waren auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg? Wohin denn? Ins Aus? Na prima. Wie hat er das angestellt? Das ist ja wohl keine Frage, mit Nathalies Hilfe natürlich. Nein, seit das mit Nathalie herausgekommen ist, haben wir alle Sicherheitslücken geschlossen. Dass sie an Dann warst du Informationen eben nicht gründlich genug. Aber was soll's? Es geht ja schließlich nur um einen Deal im zweistelligen Millionenbereich. Ich habe Nathalie nicht in Degenhards Arme getreten. Darf ich euch daran erinnern, dass wir ein frisch vermähltes Brautpaar am Tisch haben? Na und? Nun, es wäre doch schön, wenn Sie den ersten Tag Ihrer Ehe ohne Streit und Ärger erleben, oder? Was soll's? Dann gewöhnt sich einer eben gleich an den Ton auf Königsbrunn. Kannst du nicht einmal Rücksicht nehmen, Ansgar? Wenigstens den beiden zuliebe. Ja, natürlich. Das kann ich mir schon nicht mal mehr einen Scherz erlauben. Aber richtig. Es geht ja um Leonhard. Na, schon immer dein Lieblingssohn. Moin, moin. Wo willst du hin? Nicht fragen, einfach mitkommen. Hier finden gleich wichtige Gespräche statt. Was habt ihr beide denn jetzt schon wieder am Laufen? Und was sollen hier für wichtige Gespräche stattfinden? Gespräche? Ja. Muss ja was sehr Persönliches sein, wenn Coco dafür die Küche verlässt. Also. Ja. Coco. Sie meinte, ich sollte dich vielleicht mal fragen, ob ich mitfahren darf. Deswegen ist sie aus der Küche gegangen? Ja. Coco kennt mich. Ich bin doch schüchtern. Vor allem in Badezimmern und Aufzügen, was? Also, was ist jetzt? Nimmst du mich mit? Wohin? Wohin soll ich dich mitnehmen? Das ist egal. Überall hin. So eine kleine Spritztour. Nur du und ich. Keine Lust.
Hier, fang. Kleine Planänderung. Du kannst mit. Guten Morgen, Lars. Morgen. Willst du noch was mit uns frühstücken? Es ist noch genug da. Danke, ich habe keinen Hunger, keine Zeit. Sag mal, habt ihr Natalie in den letzten Tagen gesehen? Tut mir leid, aber wohnt sie jetzt nicht bei diesem Degenhardt? Ja, und seit sie bei dem rumhängen, kriegt man sie kaum mehr zu Gesicht. Fahr doch mal bei ihr vorbei. Ja, bei dem war ich schon Fehlanzeige. Und auf meine Anrufe antwortet sie auch nicht. In No Limits habe ich sie auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Das ist merkwürdig. Ja, das finde ich auch. Wir könnten dir beim Suchen helfen. Nicht so dramatisch. Aber sollte ich sie bis morgen nicht gefunden oder irgendwas von ihr gehört haben, dann komme ich auf euer Angebot zurück, ja? Sag auf jeden Fall Bescheid. Ja, und wenn du sie siehst, dann sag ihr, sie soll sich mal bei uns melden, weil ihr geht ja immer nur die Mailbox dran. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Das ist die Mailbox von Nathalie Kepler. Bitte hinterlassen Sie eine... Was hast du vor? SM-Ball? Klar. Wir schneiden uns Routen von den Bäumen und jagen uns damit durch den Wald. Ja, doch mal was Neues. Ich suche eine Location, wo ich mit Andi hinfahren kann. Fahrt ins Grüne. Nach dem Ölwechsel geht's los. So langsam macht ihr mir Angst. Bestimmt heiratet ihr morgen und bekommt 10 Kinder. Dann ist jetzt alles zwischen euch geklärt? Zwischen Maurer und Leiter? Hey, keine Panik. Von mir aus kannst du tun und lassen, was du willst. Aber du wolltest ja wissen, wie Andi funktioniert. Ja, ist schon klar. Aber das, was ich ihm sagen will, das kann ich nicht einfach so zwischen Tür und Angel. Timing, wenn du verstehst, was ich meine. Warte bloß nicht zu lange. Ansgar. Das war aber ein kurzes Gespräch. Ja. Es gibt Tage, da hat man auf manche Typen einfach keine Lust. Naja, er scheint sehr anhänglich zu sein. Auf den Anhang kann ich aber locker verzichten. Ansgars Vergangenheit. Wenn ich schon die Wahl habe, dann nehme ich doch lieber Andi. Er bleibt trotzdem dein Sohn. Mir ist, als würde mein bisheriges Leben einfach wegbrechen. Dein Leben mit Leonhard kann dir auch ein Adrian Degenhardt nicht nehmen. Jetzt wird mir auch klar, warum mir Ansgar an so vielen Punkten ähnlicher ist als Leonhard. Mit ihm verbindet mich der Sinn fürs Geschäft. Mit Leonhard verbindet dich viel mehr. Was Fairness und Integrität angeht, da seid ihr euch so ähnlich. Ja, so manches Mal wollte ich sein wie Leonhard. Er hatte immer seinen eigenen Kopf. Den hast du auch. Ich wollte sein wie Leonhard und dabei ist er Degenhardts Sohn. Gott, wäre dieser Brief nicht aufgetaucht. Er ist aber aufgetaucht, Elisabeth. Und nichts und niemand in der Welt hätte das verhindern können. Unsere Vergangenheit holt uns eben unweigerlich ein. Ich weiß, wovon du redest. Wer spricht denn von Segen? Überstehen ist alles. Hat Rilke mal gesagt. Ich glaube, an diesem Tag war er besonders optimistisch. Ich habe Angst, Leonhard zu verlieren. Dich mache ich jetzt platt. Ja, sie mich auch. Dumme Kuh. Das wirst du mir büßen, Adrian. Andi, wer sonst?
Ja, hey. Ihr seid ja schon fast fertig. Braucht ihr mich ja gar nicht mehr. Hau schon ab. Kannst es doch kaum erwarten. Danke. Solange das Wetter noch hält, nicht wahr? Klar, das Wetter. Ah, das Wetter, das sollte man nie unterschätzen. Nein. Seid ihr jetzt eigentlich beide bescheuert? Ach, und übrigens, wenn du noch ein romantisches Plätzchen brauchst, ich kenne eine super Stelle im Bergischen. Die ist perfekt für Frischverliebte, glaub mir. Alter, du glaubst gar nicht, wie falsch du gerade liegst. Alter, du glaubst gar nicht, wie dein Gesicht gerade aussieht. Die Alte hat sich schon so einige linke Dinger geleistet. Ja, aber du hast trotzdem Spaß mit ihr. Spaß ist was anderes als Liebe. Sprach Andi, der größte Dichter des 21. Jahrhunderts. Als die zukünftige Mutter meines Kindes gibst du dich doch hoffentlich nicht für irgendwelche Schweinereien her, hm? Sag mal, spinnst du? Gott, wie es hier aussieht. Was ist das eigentlich für ein Aufzug, sag mal? Geht man so heutzutage zum Frauenarzt? Ich habe übrigens versucht, dich anzurufen. Wage es nicht, nochmal mich wegzudrücken. Olivia hat sich gebessert. Ja, das stimmt. Sie braucht jetzt nicht mehr 4 Stunden im Bad, sondern nur noch 3,5. Außerdem hat sie den Luxus Tschö gesagt. Wieso denn das? Gab's etwa ein Erdbeben auf der Kö? Nein, sie hat Ansgar abserviert. War mir sowieso ein Rätsel, was sie von diesem Schnösel wollte. Da ist aber jemand erleichtert. Sieh ihn dir an. Ich freue mich nur über das Wetter und über die Tour ins Bergische. Dein Helm. Hier, der zukünftigen Mutter meines Kindes soll es an nichts fehlen. Kauft euch was Schönes. Herrgott, jetzt nimm schon. Was ich dir noch sagen wollte, Ich bin bereit. Oh, große Versöhnung. Das störe ich wohl lieber nicht. Andi, Kein Stress. Ich kann doch alleine fahren. Mach dir einen schönen Tag mit dem da. Zieh dir was anderes an. Also, ich habe noch mal über alles nachgedacht. Sozusagen bei Licht betrachtet. Und ich glaube Adrian Degenhardt einfach nicht. Welchen Vorteil sollte er aus einer solchen Lüge ziehen? Konstantin ist auch sein Sohn und das Verhältnis der beiden ist nachhaltig zerrüttet, wenn überhaupt von einem Verhältnis die Rede sein kann. Nein, ich sehe kein Motiv für seine Lüge. Nenn mir eins. Naja, er wollte die Hochzeit torpedieren. Und genau das ist ihm auch gelungen. Leonhard, ich habe Francescas Brief gesehen. Briefe kann man doch fälschen. An der Echtheit dieses Briefes besteht für mich kein Zweifel. Konstantin ist auch schon mal gefälschten Briefen von Francesca auf den Leim gegangen. Du erinnerst dich? Ich kenne ihre Handschrift und ich kenne Degenhardt. In diesem Moment habe ich genau gespürt, dass er die Wahrheit gesagt hat. Du hast es gespürt. Ja. Das bedeutet gar nichts. Nada, niente. Adrian Degenhardt hasst dich. Der Lebensinhalt dieses Mannes ist es, dich zu vernichten. Trotzdem kann ich die Augen nicht vor den Tatsachen verschließen. Also langsam habe ich das Gefühl, du willst das alles glauben. Natürlich nicht. Aber was würde das ändern? Eine ganze Menge. Weil dann der Weg für Sarah und dich frei wäre? Jana ist meine Frau. Und ich liebe sie. Vielleicht auch nur, weil es dir bisher verboten war, Sarah zu lieben. Adrian Degenhardt könnte 10-mal behaupten, dass ich sein Sohn bin. Er lügt. Ich habe nur einen Vater. Und der bist du. Och nee, so langsam gehst du mir wirklich auf die Nüsse. dreckiges Schwein. Dreckig, schau dich doch mal selber an. Wer ist denn hier dreckig? Kannst froh sein, dass Kitty gerade was zu essen holt. Die ekelt sich nämlich extrem vor Ungeziefer. Du wirst dafür bezahlen, was du mir angetan hast. Bezahlen? Das habe ich doch schon, indem ich mit dir geschlafen habe. Komm, ein kleiner Schluck. Dann scheint auch in deiner dunklen Natalie-Welt endlich mal wieder die Sonne. Hm? Ich bring dich vor Gericht. Ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Bei den anonymen Alkoholikern stößt du vielleicht auf Verständnis. Beim Rest der Welt hätte ich da so meine Zweifel. Du hast mich belogen und betrogen, mir die ganze Zeit nur was vorgemacht. Betrunkene Frauen sind entsetzlich. Langsam verstehe ich Ansgar mit seinen Schlaftabletten. Und jetzt geh! Du riechst wie ein Altglascontainer und siehst aus, als hättest du eine Kleidertonne geplündert. Wie konnte ich nur auf dich reinfallen? Wenn du so blöd bist. Aber Ich habe jemanden gebraucht, um den Landsteins das Leben schwer zu machen.
Da kam mir ein Alki wie du gerade recht. Oh. Balance erhalten ist die erfolgreichste Bewegung im Leben. Chinesische Weisheit stand in meinem letzten Glückskeks. Jeder ist für sein Unglück selbst verantwortlich. Wenn du so gutgläubig bist, kann ich es auch nicht ändern. Apropos Chinesen, wo bleibt eigentlich mein Essen? Wenn ich dich früher gesucht habe und du warst nicht in der Bibliothek, dann habe ich dich meistens hier draußen gefunden. Und dann hast du gesagt, Ansgar wäre selbst dran schuld, dass sich das Hemd zerrissen hat während einer eurer Prügeleien. Ja, und dann kam Ansgar postwendend angerannt und hat natürlich genau das Gegenteil behauptet. Ich musste immer wieder Streit schlichten zwischen euch. Ja. Bis du uns genau da vorne in den Burggraben geschmissen hast. Das war wirklich sehr salomonisch. Ja, auf diese Art und Weise habt ihr endlich begriffen, dass ihr Brüder seid, dass ihr zusammenhalten müsst. Brüder, ja. Warum vergessen wir die Degenhardt-Geschichte nicht einfach? Wir scheren uns nicht drum. Was beweist schon dieser Brief? Als ob das so einfach wäre. Ich bin dein Sohn und basta. Solche Fakten schafft man nicht aus der Welt, indem man sie ignoriert, Leonard. Du darfst Degenhardt nicht glauben. Es geht nicht um Glauben, es geht um Wissen. Ja, was weißt du denn schon, außer was in diesem Brief stand? Ja, also wie gesagt, ein Jahr vor deiner Geburt hatten Francesco und ich eine ziemliche Krise. Ja, das war ja wohl bei Konstantin und Nico genau dasselbe. Wann hattet ihr denn eigentlich mal keine Krise? Eure Ehe, die muss ja die absolute Hölle gewesen sein. Oder habt ihr etwa sowas wie eine offene Zweierbeziehung geführt? Entschuldige bitte, aber ich dachte immer, eure Ehe sei glücklich verlaufen. Ja, das dachte ich auch. Um den Zeitpunkt deiner Zeugung herum war ich sehr viel im Ausland unterwegs. Francesca hat sich ständig darüber beschwert, dass ich zu wenig Zeit für sie hätte. Und? Sie hat dich eben vermisst. Für mich spricht es sogar dagegen, dass sie sich während deiner Abwesenheit mit jemand anderem getröstet haben soll. Ich habe keine andere Erklärung, Leonard. Solange es keine hundertprozentigen Beweise dafür gibt. Lass uns einen Vaterschaftstest machen.